Wir stehen vor der größten Veränderung der Unternehmensgeschichte. Vor einer Veränderung, die so noch nie jemand bewältigen musste. Wir sind Stahl, wir erzeugen 11,5 Millionen Tonnen Stahl jedes Jahr. Die Schattenseite ist, dass wir das mit einer Technologie tun, die zwar über die Jahre immer weiterentwickelt wurde, aber auch heute noch einen hohen CO2-Ausstoß erzeugt. Wir wollen Stahl CO2-neutral erzeugen. Das hat so, wie wir das vorhaben, auf der Welt noch nie jemand gemacht. Wir wollen damit einen Beitrag für eine gute Zukunft für unsere Enkelkinder leisten. Ich bin selber auch Opa und insofern ist es eine Herzensangelegenheit. Wir wollen beweisen, dass CO2-neutrales Wachstum möglich ist, dass CO2-neutraler Wohlstand möglich ist, dass eine Industriegesellschaft nachhaltig funktionieren kann, ist unfassbar cool. Ich bin überzeugt vom lebenslangen Lernen. Mir ist klar geworden, dass wir Coaching wirklich brauchen und auf ganz andere Basis stellen müssen, als deutlich wurde, dass wir als Unternehmen wirklich vor mega Herausforderungen stehen. Im Rahmen der Strategie 2030 und auch der Transformation ist das Coaching eine super Gelegenheit, mich da fit zu machen. Zum einen bin ich noch relativ neu in der Führungsfunktion. Zum anderen war es mir nochmal wichtig, dass nochmal wirklich ein unternehmensfremder Blick auch kommt und habe mir deshalb bewusst einen Coach ausgesucht, der eben branchenfremd ist. Vor der ersten Coaching-Session war ich tatsächlich ziemlich aufgeregt, weil ich kannte zwar das Instrument Coaching, aber ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Danach bin ich mit einem super guten Gefühl rausgegangen und habe mich richtig auf die weiteren Termine gefreut, weil man auch so ein bisschen darüber spricht, was möchte ich denn, woran möchte ich arbeiten. Meine Motivation war ganz klar privates Coaching, da bin ich sofort dabei. Besser als dieses Allgemeine, wo man bloß mit 10 Leuten in einer Gruppe sitzt, da ist das direkt auf einen zugeschnitten. Wir brauchen Offenheit für die Meinung unserer Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen Offenheit für Ideen von außen. Und deswegen ist Coaching und Learning für uns auch so wichtig. Ich persönlich möchte Vorbild für mein Team sein. Und ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, ist das Thema Feedback. Und da möchte ich auch noch die nächsten Coaching-Sitzungen dafür nutzen, um zu überlegen, wie ich das auch in mein Team integrieren kann. Das Coaching hilft mir persönlich dabei, zu erkennen, wie muss ich wen ansprechen, um Unsicherheiten, Ängste einfach zu nehmen. Wenn ich sozusagen mit allem, was ich mitbringe an Stärken, aber auch mit den Defiziten, mich einem Coach gegenüber öffnen kann und dann jemanden habe, dessen volle Aufmerksamkeit mir gehört und wir wirklich daran arbeiten, dass ich mich verbessern kann und nach vorne kommen kann, das finde ich unglaublich wertvoll am Coaching. Überrascht hat mich im Start mit Coach Hub, dass man so ein etabliertes Instrument wirklich auf leichte, moderne Füße stellen kann. Also im Schichtbetrieb ist das gar kein Problem, lässt sich das super realisieren, da ich Termine buchen kann von morgens bis abends. Dadurch ist es spontan möglich, ein Coaching wahrzunehmen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz klarer Vorteil vom digitalen Coaching. Wenn jeder von uns jeden Tag 1, 2 Sachen besser macht durch einen Lernprozess, dann werden wir die Geschwindigkeit, den Impact erzeugen, den Fortschritt erzeugen und den es braucht, um so eine große Aufgabe zu bewältigen. Und da haben wir einfach unfassbar Lust drauf, das zu machen.